Hallo, hier ist Emma. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr sowas Leckeres aus diesen Zutaten machen könnt, dann bleibt dran. Schaut euch das Video an. Viel Spaß! Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Heute zeige ich euch ein Rezept, einen Hefezopf mit selbstgemachter Hefe. Ist natürlich alles wieder in der Infobox verlinkt. Und wir beginnen damit, dass wir von den Zutaten erst einmal die Milch in einen Topf geben. So. Dazu kommt dann auch gleich die Butter. Und das Ganze wird dann einfach erhitzt und geschmolzen. Das ist der erste Arbeitsgang. So sieht das aus. Danach nehmen wir die selbstgemachte Hefe, die verlinke ich euch natürlich auch gerne mal da oben noch. Das ist jetzt eine Dattelhefe, die ich hier verwende. Das sind 100 Milliliter. Die kommen jetzt noch dazu, zu dem Mehl, 500 Gramm. Und dann habe ich hier schon den Zucker. Ich verwende gerne Honig, alternativ zu den raffinierten weißen Zucker. Ihr könnt aber auch jedes andere Süßungsmittel nehmen. Also die einen möchten vielleicht zuckerfrei mit Datteln, es geht mit Sicherheit auch, oder ganz normal den weißen Zucker oder vielleicht auch Kandiszucker, den dann schmelzen, oder vielleicht auch Karamellzucker. Also das dürft ihr selber entscheiden. Danach kommen die 2 Eier noch hinein. So. Sehr schön. Und dann gebe ich auch schon die Prise Salz noch hinzu. Und dann sind wir sogar von den Zutaten her fertig. Das Ganze vermenge ich jetzt erst einmal, schon mal grob. Gleich kommen noch die Milch und die Butter hinzu. Aber ich mag das immer so ein bisschen schon mal vorzuarbeiten. Da könnt ihr jetzt sehen, geschmolzene Butter mit Milch, noch sehr heiß, es dampft. Das schütte ich dann dazu. Ich gucke so ein bisschen, dass das nicht unbedingt schon mit dieser Hefe in Verbindung kommt, denn wenn Hefe heiß wird, stirbt sie ab und dann habt ihr nichts von dem Hefezopf. Das gilt nicht nur bei der selbstgemachten Hefe, auch bei der gekauften Hefe. Gut durchgerührt sieht der Teig so aus. Der ist ein bisschen feucht, das ist aber auch nicht schlimm. Ich decke ihn daher einfach nur noch mit einem Handtuch ab und lasse ihn stehen. Das Ganze habe ich abends gemacht und bearbeite dann den Teig am nächsten Morgen. So, schön zur Seite gestellt. Ich gucke immer, dass es gut abgedeckt ist, nicht, dass sich irgendwelches Ungeziefer, Fliegen oder sonst was dazu schaffen machen. Der nächste Morgen, jetzt geht's an die Arbeit. Der Teig ist schön hochgegangen. Das könnt ihr vielleicht auch an den Seiten sehen, da sind diese kleinen Bläschen zu erkennen. Und dass der Teig oben so eine leichte Haut hat, das ist nicht schlimm, das geht gleich beim Kneten wieder weg. Toll ist, dass der Teig so schön fluffig geworden ist, also das ist ja perfekt für einen Hefezopf, denn der soll ja auch ganz leicht sein. Und ihr seht, das bisschen Hefe, die 100 Milliliter, die haben schon vollkommen ausgereicht, damit dieser Teig auch hochgeht. So, klebrige Angelegenheit heute. Ich nehme dann noch ein bisschen Mehl hinzu, denn ohne das geht es heute nicht. So, und dann knete oder walke ich den Teig jetzt erst einmal nochmal durch. Pack dazu noch Mehl, dass er dann nicht mehr klebrig ist. Wie bei jedem anderen Teig dann auch, wie so ein Pizzateig. So. Ihr seht, der wird schon gleich schön geschmeidig, also der ist echt toll geworden. Leicht lecker und fluffig. So soll es sein. Dann einmal für euch in Nahaufnahme. So sieht er aus. Den Teig schneide ich jetzt in 2 Portionen, und zwar ungefähr so 1/3 zu 2/3. Das muss nicht perfekt sein. Es ist ja nur ein selbstgemachter Hefezopf. Der trumpft ja vor allem durch das Geschmackliche und nicht durch das Optische, normalerweise. So, das ist das 2/3. Nochmal ein bisschen schön falten und erstmal zur Seite legen. Den kleineren Teil, also das 1/3, nehme ich jetzt, knete das für die
große auch nochmal ein bisschen zusammen und teile diese dann noch einmal in 3 Portionen auf. Ungefähr gleich groß. Auch hier gilt, nichts muss perfekt sein. So, Augenmaß reicht hier völlig. Das Wichtigste, warum es dieses Video auch gibt, ist, zu zeigen, wie man mit selbstgemachter Hefe, also mit dieser sogenannten Wildhefe, auch einfach backen kann. Also das ist wirklich total einfach und ihr seht, 100 Milliliter reichen da aus, um 500 Gramm Mehl einen schönen Antrieb zu geben und ihr müsst es halt einfach ein bisschen anders bearbeiten. Also ich mache es einfach so, dass ich am Abend meistens die Sachen mache und am nächsten Morgen dann verarbeite. Oder umgekehrt, ich mache es morgens, gehe aus dem Haus, mache Besorgungen und mache es dann am Nachmittag oder am Abend. Also das ist einfach nur ein bisschen Umstellung, weil das natürlich keine Turbohefe ist, die innerhalb von einer Stunde doppelt und dreifach aufgeht. So, genug gequatscht, weiter im Text. Die 3 kleinen Portionen rolle ich zu schönen Kugeln, lege sie erstmal zur Seite. Und ich habe gleich noch mal ein bisschen das Video mehr geschnitten. Ich will das jetzt hier nicht so künstlich verlängern. Es geht mir tatsächlich einfach nur darum, euch zu zeigen, wie einfach und lecker dieser Hefezopf geht. Selbstverständlich, wenn ihr keine Hefe selber machen wollt, könnt ihr auch normale Hefe benutzen. Das sind dann ungefähr bei so einem Würfel 21 Gramm, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. So, die 3 kleinen Kugeln sind fertig. Ran an den großen Teig. Auch hier 3 gleichmäßig große Kugeln bilden. Das habt ihr jetzt ja bei den kleinen schon gesehen. Ich muss das Video ja nicht unnötig in die Länge ziehen hier für euch. So. Das fertige Ergebnis seht ihr hier. 6 schön geformte Kugeln und die rollen wir jetzt so zu langen Würsten aus. Ein bisschen Mehl noch hinzupacken, je nachdem. Es kommt auch immer darauf an, wie das Wetter ist. Ob es heiß und trocken ist oder ein bisschen feucht in der Luft. Also guckt einfach, wie es da bei euch am besten passt. Hinten seht ihr, ich habe schon meine ersten 3 langen Stränge und die flechte ich jetzt einfach. Ganz oben drücke ich die so ein bisschen zusammen, so. Und der eine klebt hier noch so ein bisschen und ist widerspenstig, aber den kriegen wir auch noch hier im Griff. So, ein bisschen Mehl dazu. Dann jetzt einfach einen Zopf flechten. Ich denke, das brauche ich jetzt groß nicht erklären. Gibt sicherlich bei YouTube auch genügend Videos, wo das nochmal beschrieben ist. Ich zeige es euch sowieso gleich nochmal bei dem zweiten Zopf, der noch dazu kommt. So, zack, zack, zack. Die Grundlage ist jetzt schon mal fertig. Hier habe ich jetzt die kleinen Kugeln zu Strängen gemacht und jetzt könnt ihr es vielleicht auch besser sehen. Also einmal rüber, dann das nächste und dann so gut wie möglich, so fest wie möglich. Ist halt auch ein bisschen Übungssache. Je häufiger ihr das macht, umso leichter wird euch das fallen. Einfach einen schönen Zopf und die Enden einfach so ein bisschen zusammendrücken, dass das dann nicht wieder auseinander fliegt. Und dann mache ich so eine kleine Kuhle in den großen Zopf. Ein bisschen Mehl, ein bisschen nachhelfen und den kleinen Zopfstrang, der kommt jetzt einfach oben drauf. Im Nachhinein ist mir eingefallen, das hätte man auch mit der Eimasse, die ich jetzt nämlich auf den Zopf gebe, auch zusammenkleben können, aber hinterher ist man ja immer schlauer. Ich gebe also jetzt gerade die Eigelb-Milchmasse über den Zopf. Dazu habe ich einfach ein Eigelb mit ein bisschen Milch verquirlt und bestreiche das dann ganz ordentlich, schön auch in den Ritzen. Das sorgt nämlich nachher auch noch für die schöne Farbe. Und dann habt ihr es nämlich auch schon fast geschafft. So, Emma macht das schön ordentlich. So. Und jetzt kommt das Finale, das Beste am ganzen Zopf, finde ich. Jetzt kommt Hagelzucker drauf. Da könnt ihr natürlich auch gerne Mandelplättchen noch mit darauf packen. Bei uns gibt es einfach nur Hagelzucker.
in großen Mengen, soll ja auch schmecken. Der wird jetzt einfach drüber gestreut und dann geht es schon in den Ofen. Und guckt mal bei eurem Ofen nach, also manchmal finde ich, geht es schneller, manchmal langsamer. Das hängt immer davon ab. Also die Richtwerte bei den Garzeiten, einfach nur mal gucken. Vor allem, wenn ihr das erste Mal macht. Jetzt habe ich so einen kleinen Schwenk für euch. Ta, 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 ta. Der fertige Hefezopf mit selbstgemachter Wildhefe. Der kommt jetzt in den Ofen. Ich hoffe, ihr probiert das mal aus. Schmeckt wirklich fantastisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch die Erklärung mit der Hefe. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte gerne oder hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich selbstverständlich über ein Like und ein Abo und wünsche euch einen ganz tollen Tag. Liebe Grüße, eure Emma.